Art of Arabia 1 oder Art of Arabia 3? Das ist die Frage. Das sind zwei starke, geniale Lattafa-Düfte. Ja, schon wirklich die oberste Klasse von Lattafa. Aber bevor ich zu diesen Düften komme, möchte ich mal kurz eine kleine Info zu meinem Kanal geben und wie es hier aktuell weitergeht. Ja, dann kommen wir mal kurz zur Info. Das geht auch nicht lange, aber erstmal moin. Mein Name ist natürlich Dennis aus Hamburg, aka Fragrance Talk. So. Das Problem ist aktuell eigentlich, also es ist kein großes, es wird hier jetzt nicht irgendwie was weiß ich was geben auf dem Kanal. Nein, das Problem ist nur, wann kommen Videos von mir? Weil aktuell muss ich mich doch sehr ziemlich zurückhalten und mich bedanken bei einem Internetanbieter, der ein rotes Schild hat, der auf jeden Fall mir keine Infos mehr gibt seit Freitag und so weiter. Ich muss ständig anrufen. Seit Freitag habe ich nämlich kein Internet mehr. Das heißt, der Dog muss irgendwo, hier ist wirklich, es geht nicht nur um meinen Anschluss, sondern überhaupt. Aber es muss ja irgendwann mal ein Ende haben. Und ich muss wirklich irgendwo hinlaufen, wo es einen Hotspot gibt und WLAN. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann meine Videos hier hochzuladen. Weil unsere Straße oder hier ist sehr viel kaputt, whatever, was da das ist lustig, ich weiß nicht, was, die können ja nicht sagen, was ist. So, ich weiß nur, dass manche komischen hier Gerätschaften, die hier oberirdisch stehen, hinten hat eine gebrannt und so weiter und so fort, aber daran kann es auch nicht liegen. Auf jeden Fall geht hier einiges kaputt, so wie vieles anderes, was allgemein hier kaputt geht in Deutschland, sagen wir mal so, aber das ist nicht das Thema, weil Politik gibt's hier nicht, ein Glück auf meinem Kanal, weil sonst würde ich hier Videos raushauen, die 2 Stunden gehen. Auf jeden Fall, es ist für mich das allerletzte, was hier aktuell passiert. Ich kann nur hoffen, dass das nicht noch länger dauert, weil ich weiß nicht, wie ich das alles zeitlich schaffe. Ich habe so viel zu tun, ihr wisst, ne? Also das ist nicht so einfach. Ich versuche aber mein Bestes. Ich habe das ja schon schriftlich hier auf YouTube euch auch hinterlassen, dass ich jetzt mal sehe und gucke, wie Videos kommen. Aber ich versuche immer mein Bestes, wie gesagt, ne? Auch am Wochenende und so 18 Uhr oder 15 Uhr. Ihr wisst ja, wann meine Videos kommen. 18 Uhr meistens in der Woche und 14 oder 15 Uhr am Wochenende. Schaut mal auf ihr kriegt ja Nachrichten. Es wird auf jeden Fall, ich werde so gut wie es geht das versuchen, aber seid mir nicht böse, wenn ich es nicht schaffe, weil es einfach sehr strange und anstrengend aktuell ist. So, dank dieser Firma da. So, ich hoffe, dass das aber schnell beendet ist, hoffe ich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das länger dauert, weil seit Freitag geht gar nichts mehr. Und selbst gleich vorweg, Hotspot, ich habe unbegrenztes Datenvolumen auf meinem Handy. Selbst das ist gestört. Es funktioniert einfach nicht wirklich. Ganz schlimm im Moment. Aber vielleicht soll das auch so sein. So, und jetzt sage ich nichts mehr. So, und dann kommen wir, glaube ich, mal zu den Düften. So, Art of Arabia 1 und 3. So, jetzt habe ich eigentlich viel zu viel gequatscht, was ich eigentlich machen wollte. Eigentlich wollte ich das verkürzen, aber ich muss euch ja Bescheid geben. So, das sind erstmal 2 geile Flakons, wie ihr sehen könnt, mit den höchsten Gebäuden der Welt, jedenfalls den aktuellen noch. Und hier natürlich das 7-Sterne-Hotel, alles aus Dubai. So, aber Art of Arabia 1 oder 3. Muss man beide haben? Muss man eine nur haben? Die Frage stellt sich eigentlich nicht wirklich, weil diese Düfte ja nicht teuer sind, in Anführungsstrichen. Für manche natürlich schon auch, da sind auch 40 Euro, weil 40 Euro kostet ein Duft, 100 ml sind natürlich auch für manche teuer. Aber gehen wir mal davon aus, dass es gibt natürlich viel teure Düfte und laut dem Flakon, ich meine, ihr seht, das sieht nicht nach 40 Euro aus, aber das sage ich jetzt schon immer. Kommen wir mal zu den Art of Arabia 1, damit fangen wir mal an. Natürlich sind diese beiden Düfte nicht zu vergessen, die haben 2 ganz, ganz große Vorbilder. So, und deswegen stelle ich sie euch mal vor, weil sie sind dafür wirklich gut gemacht. So, der Art of Arabia 1 hat einfach eine richtig schöne, frische und dazu eine schöne Teenote, die fürs ganze Jahr geeignet ist, perfekt fürs Büro geeignet ist und auch im Winter bei der Kälte richtig gut funktioniert und gleich vorwegzunehmen, richtig gute Haltbarkeit und Sillage auch hat. So, es ist eine Minze am Anfang, dann kommt Tee, ich will jetzt nicht alle Inhaltsstoffe aufzählen, das, was man riecht, ist auf jeden Fall frische Minze, ein bisschen zitrisch auch und eine Teenote. Und das ist eigentlich der ganze Verlauf, finde ich, bei diesem Duft. Das reicht aber auch. Und sein großes Vorbild, ich glaube, muss ich das jetzt erwähnen, der Imagination von Louis Vuitton, hat natürlich Das ist noch ein bisschen anders. Der hat eine andere Tiefe, der hat eine andere Süße, der hat keine Minze, sondern da geht's nur über die Zitrone und Tee. Und das ist natürlich
Also ich trage grundsätzlich das Original, ihr wisst das, das habe ich schon so oft gesagt, aber der darf natürlich vorgestellt werden, der muss vorgestellt werden, weil der einfach wirklich gut gemacht ist. Und wie gesagt, der Hyperkite habt ihr 8 Stunden was von, also 7, 8 Stunden mit guter Sillage, jedenfalls die ersten 2 Stunden. Und im Sommer ist das einfach perfekt. Vielleicht ist der, man kann gar nicht sagen synthetisch, weil das ist dafür zu gut gemacht. Aber er ist gegen das Original, ist ein bisschen synthetischer, klar. Und wie gesagt, die Tiefe fehlt und das Original ist mit Zitrone. Aber wer das Geld nicht ausgeben möchte und das nicht hat, der kann auf jeden Fall zu den Art of Arabia 1 greifen, weil wirklich, das ist wirklich top gemacht, das muss man schon sagen. Und die DNA ist einfach bombastisch. So, jetzt kommen wir zu den dritten Teil, den Art of Arabia 3. Und das, ja, oder beziehungsweise der hat einen sehr, sehr großen, ja, Bruder oder das Vorbild von ihnen ist schon sehr teuer, mit 550 €, glaube ich. Kommt auf an, wie ihr das kauft. Und der Blonde Amber ist schon, das ist schon eine Ansage. Auch wenn ich der Meinung bin, dass so Blonde Amber nicht so viel wert sein kann, muss, will, wie auch immer. Ich habe den Blonde Amber tatsächlich immer noch nicht. Nee, tatsächlich immer noch nicht. Dafür habe ich aber den Imagination, ne? Aber tatsächlich habe ich den noch nicht. Und ja, warum auch immer, das ist, ich finde, ich gebe sehr viel Geld aus, aber da sage ich immer, da bin ich mir nicht so sicher. Und auf jeden Fall Art of Arabia 3, das ist ein Duft, der, sage ich mal, ja, an das große Vorbild, sage ich mal, mit Prozentzahlen ist das immer schwer zu sagen. Sag ich mal 90 oder 88% rankommt. Es ist schon wirklich gut. Natürlich ist auch wieder die Tiefe, die Qualität merkt ihr natürlich beim Original und so weiter. Hier habt ihr aber, wie gesagt, erstmal was Süßes, ihr habt was Frisches, ihr habt Dattel, ihr habt Tabak. Tabak müsst ihr euch aber nicht so vorstellen wie, ja, so typische Tabakdüfte, so wie Tabacco Vanille und whatever, nicht so eine Tabakdüfte. Der Tabak spielt hier eine kleine Rolle im Hintergrund. Es ist auch für mich ist es ein fruchtiger, leicht süßer Tabakduft, der eine schöne Frische mit hat. Es ist ein sehr eleganter Duft, auch der meiner Meinung nach ist fürs ganze Jahr geeignet. Also dieser hier, ne, ich rede nicht vom Blonde Amber, ich rede von denen hier natürlich, ne? Und das ist schon auch gut gemacht, wenn man sich überlegt, dass der 40 € kostet. So, natürlich, Original ist Original und man sollte so ein Original greifen. Und ich habe das tatsächlich, das ist der einzige Duft, wo ich es noch nicht gemacht habe. Und den habe ich, ne, aber das ist, ich habe auch gar nicht, wo ich den gekauft habe, habe ich erst gar nicht, ich bin einfach in den Flakon gegangen. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ihr den Duft nicht mögt oder überhaupt von dieser Brand, aus dieser Pride Edition, dann stellt euch diese Flakons hin, die sehen nice aus. Und ich habe den gar nicht gekauft, weil ich gar nicht gesehen habe, oh, das ist eine Alternative zu Blonde Amber. Wusste ich gar nicht. Ich habe den einfach so gekauft, wo der rausgekommen ist. Und dann erst nachher, auch Blonde Amber. Okay, gut. Aber wie gesagt, ich werde mir den Clive Christian natürlich auch noch mal holen. Aber irgendwie nicht für 550. Da bin ich auch ein bisschen, ich bin eigentlich nicht krüsch, wirklich nicht, aber warum das da so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hier jetzt Art of Arabia 3 ist ein wirklich guter Duft gelungen und ja, wie gesagt, dieses Luxuriöse riecht man vielleicht nicht so extrem wie beim Original, aber sonst ist es schon wirklich gut. So, welcher ist denn nun besser? Das ist schwer zu sagen, weil im Endeffekt ist das ein fruchtiger, süßer Duft und das ist ein frischer Duft. Da kann man einmal so ein bisschen nicht vergleichen. Wenn ich jetzt so einen greifen würde, dann denke ich mal, ist es der 1. Das ist aber auch wahrscheinlich wie beim Original so, weil zu welchen würdet ihr mehr greifen? Der Imagination von Louis Vuitton zerstört alles. Wirklich von Haltbarkeit. Auf so einer bestimmten Seite läuft der seit 2 Jahren bombastisch gut. Ja, der Blonde Amber ist auch gut, aber der wird nicht so bewertet wie, also der Imagination ist schon da. Also deswegen würde ich sagen, der gewinnt auch. Der würde auch, glaube ich, insgesamt im Schnitt gewinnen. Und bei den Ladies gewinnt er auf jeden Fall. Das steht fest, weil das ist eben das Frische und überhaupt, das mögen die Ladies mehr. Ja, ne? Und das andere ist elegant zum Essen gehen, zum Ausgehen, passt das. So, schreibt mal runter, welche ihr gut findet und dementsprechend wollte ich euch die Lattafa-Düfte mal vorstellen. Die müssen mal gezeigt werden, die muss auch mal so ein kleines Gegenstellen. Das wollte ich einfach mal machen. Und wie gesagt, ich werde sehen, wann was rauskommt. Also seid mir nicht böse, aber ich versuche natürlich, ihr kennt mich, so gut wie es geht, das zu machen. Und dann hoffe ich, dass dieses Elend bald ein Ende hat, weil, ja,
Die sind bald alle am Ende, so wie manche, die in weißen Anzug rumlaufen oder allgemein weiß gekleidet sind. Jedenfalls so bestimmte. Na, okay. Ihr wisst mich. Augenzwinkern. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.